Also wer an dieser Immobilie interessiert ist, ich bin der Makler. Scheiße, es wird immer steiler. Ja, ich weiß ja, was Komoot hier wieder vorhat mit mir. Hey, schaut's aus wie im thailändischen Dschungel. Fahrt niemals die Via Stornite. Hier muss man immer recht Obacht geben, wo man lang fährt. Sonst kann es doch mal passieren, dass man hochkatapultiert wird. Insbesondere beim Filmen. Also immer den Blick auf die Straße richten, weil sie birgt lauter Überraschungen. So, über Cervia, was der Nachbarort hier ist, geht's heute nach Cesenatico, aber nur ganz kurz auf den Spuren von Marco Pantani. Dort gibt es wohl ein Ehrenmal, das kenne ich jetzt noch nicht, ich kenne nur das oben am Berg, da fahren wir später hin. Und ein Museum gibt es auch, da werde ich aber nicht reingehen, weil da habe ich jetzt keine Zeit dafür. Und ja, es ist jetzt ein bisschen unpassend mit dem Rad. Von daher, ich schaue mir das von außen an, beides, und dann geht es in die Berge nach Monte Vecchio. Und dort ist in Pantani seine Trainingsstrecke und sein Hallo. Oh, und sein Mahnmal oder halt Denkmal. Jetzt wird es tricky hier mit der Kamera und einhändig. Ja, so schaut es auf jeden Fall aus heute. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf den ganzen Hubbel und den Straßenverkehr. Bis später. Die Zebrastreifen werden neu gepinselt, aber die Straßen bleiben so kacke, wie sie sind. Na gut, Safety first. Fußgänger und dann Zebraübergänge ist wichtiger wie ordentliche Straßen, wo es dann aushebelt. Ich denke mal, für die Autofahrer ist das auch nicht so ganz ungefährlich, wenn die da lang brettern. Naja, die haben ja Stoßdämpfer. Vorbei am schönen Hafen von Cesenatico. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist irgend so ein Alimentari-Laden, so ein Lebensmittelladen, weil ich habe kein Wasser mehr und man kann das Wasser hier aus der Leitung nicht saufen. Also man kann es schon, aber es empfiehlt sich nicht. Es war wohl früher noch schlimmer, aber mittlerweile soll es wohl gehen. Aber besser wäre es, wenn man sich eins kauft. Und ich hatte nur noch so ein 3/4 Liter Pellegrino, das habe ich mir jetzt da reingeschüttet, aber es ist zu wenig. Also mal gucken, entweder Lebensmittelladen oder Rumäne hier oder Tanke. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Kreisverkehr an und dann schauen wir uns das Ehrenmal an und das Museum. Na, wer sagt's denn? Haben wir doch schon einen gefunden. Und schauen wir. Buongiorno. Acqua minerale? Ah, one bottle? No, okay. Okay. Ah, hier ist es.
Eigentlich ziemlich unscheinbar hier in der Hauptstraße. Wenn man da nicht drüber schaut, dann sieht man es auch nicht. Das ist ja gleich in der Nähe von meinem Hotel, wo ich eingecheckt habe hier. Grand Hotel Cesenatico. Ich habe das ja in dem einen Video gezeigt. Ja. Verlinke ich auch nochmal hier oben. Jetzt schauen wir uns mal hier den Piraten an. Ja, dann machst du schon. Dann fahren wir jetzt zum Museum. Oh, Fliegenalarm. Jetzt wäre ich beinahe wieder vorbeigefahren. Das ist ja auch ganz unscheinbar hier am Bahnhof. Am Bahnhof ist hier Spazio Pantani. Da oben fährt er. Ha. Let's have a look. Ja, hier ist der Bahnhof und hier ist das Museum. €5 Eintritt. 13. bis 17. Was? Achso, das sind die Kinder. 13 bis 17 €3 und unter 13 gratis. Gruppen ab 10 Personen €3. Okay. Ja, ich gehe jetzt nicht rein. Da läuft irgendein Video von ihm, sehe ich gerade. Schauen, ob man durch die Scheibe ein bisschen filmen kann. Ja, also wer mal hierher möchte, es befindet sich am Bahnhof. Da ist so ein Kreisverkehr, hier so ein kleiner. Hier ist der Bahnhof, da ist eine Pizzeria und hier ist es dann. Viel Spaß, ich fahre weiter. Wer auch absoluter Fan von Marco Pantani ist, der kann sich auch im Hotel seines Cousins einmieten. Es befindet sich in San Mauro a Mare und das Hotel heißt Danubio. Besitzer ist der Franco Pantani. Das habe ich auch noch durch Zufall erfahren, weil ich da mal abgestiegen bin mit ein paar Leuten und unser damaliger Guide, naja gut, Guide war es eigentlich nicht, aber egal, andere Geschichte. Der hat dann groß rumposaunt, dass das eben das Hotel vom Cousin ist, vom Marco Pantani, Franco Pantani. Also Hotel Danubio in San Mauro a Mare. Kann da gerne hin, war ganz gut. Und von dort aus kann man auch gute Touren starten. Das wäre eigentlich strategisch besser gewesen, aber die hatten leider nichts mehr frei, beziehungsweise war zu und dort in dem Ort war irgendwie auch nichts zu finden. Und von daher sind wir halt weiter nördlich abgestiegen. Also ich muss jetzt mal hier gucken, hier ist schon wieder Schotter. Shit. Ja, es geht wieder ein bisschen durch Cesena. Das kennen wir ja schon vom letzten Video. Aber diesmal geht es bloß durch, Richtung Berge, Richtung Emilia Romagna.
Ich habe jetzt gerade diese alte Villa hier entdeckt, verlassen, aber geiler Platz hier. Nix außenrum und eine Fetzenaussicht. Ich verstehe gar nicht, wie man sowas hergeben kann. Ja, da kannst du ja richtig was draus machen. Ja gut, dementsprechend finanzielle Mittel vorausgesetzt, aber das ist ja echt einzigartig hier. Ich meine, stellt euch mal sowas vor bei uns irgendwo im, was weiß ich, Odenwald oder Taunus. So ein Ding mit so einem Ausblick, da legst du ja locker 1 Million hin. Ja gut, da musst du wahrscheinlich auch noch mal 1 Million reinstecken. Es reißt dir halt ab. Magst was Neues drauf, keine Ahnung. Aber hier, das ist ja genial, ey. Da hast du ja deine Ruhe. Schau mal den Ausblick hier an. Und einen Stuhl gibt es gratis dazu. Geil. Legst du hier deinen Garten an, einen kleinen Pool oder einen Teich, hockst dich abends her und glotzt blöd umeinander. Stromversorgung hast du auch. Ich schaue mir das jetzt noch ein bisschen an hier. Das erste Gebäude, was ich finde, was offen ist. Das ist das Gästezimmer. Okay. Das ist die Küche. Gehen wir mal hoch. Also falls ich hier irgendwie verunglück und man meine Aufnahmen findet, leitet sie an YouTube weiter. Hallo! Oh, hier mit Kamin. Sensationell. Uiuiui. Hält es mich aus? Ich wiege nur 70 Kilo. Ich habe auch schon mal weniger gewogen. Bitte halte noch so lang durch. Ah, so, ein paar Möbel haben wir auch noch hier. Oh. Ach du Scheiße, hier ist ein Hornissennest. Oh. Okay, mit den Kameraden möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Okay. Dann verlassen wir die Stätte wieder so, wie wir es vorgefunden haben. Türe zu. Oh shit. Die kommen jetzt gleich entgegen halt. Hier einen Schuppen hatten wir auch noch, Garage, Gartenlaube. Ist zugenagelt, falls die Zombies kommen. Oh, hier, was haben wir hier noch? Ah. Okay, also wer an dieser Immobilie interessiert ist, ich bin der Makler, kontaktiert mich, ich bin auch nicht so teuer mit der Provision. Die Villa Valli war das, ist doch ein lustiger Name.
from us before it's too late to go back. So herrlich hier, so wenig Verkehr, richtig schön einsam hier in den Hügeln, den Trainingshügeln von Marco Pantani. Die Stelle kenne ich doch von 2011. Und hier gibt es sogar Wasser. Servus. Da sind wir. Da geht es dann runter. Wow, wunderschön hier. Ja, hier ist alle 5 Meter irgendwas gepinselt. Sempre Conte Marco. Wer kann mir das übersetzen? Schreibt es mir in die Kommentare, was heißt Sempre Conte Marco. Sempre heißt immer, Conte weiß ich nicht. Mit. Conte, immer mit. Marco, keine Ahnung. Pantani, Pantani, Pantani. Das ist eine Privatstraße hier. Ja, geht es immer weiter runter. Ich weiß gar nicht, ob wir die damals hochgefahren sind oder ob wir auch von da kamen. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir sind auch von da gekommen. Das kam dann links, der Stein, so wie jetzt. Ja, historische Städte. Ein Service. Oh. Da ist bestimmt irgendwie Zucker dran, weil die Websen hier so geil auf den Haaren sind. Sugar water for the win. Salve. It's broken. We shouldn't have to kill ourselves to serve someone else. This is I've been Die Straße hier ist auch nicht die beste, wenn man die runter will. Hoch zu ist ja fast egal, aber runter zu. Ich glaube, seitdem Pantani gestorben ist, haben die Straße auch nicht mehr gemacht. but I can't abandon it. Also das ist der Einstieg hier, wer den fahren will von der offiziellen Seite. Ich bin jetzt runtergefahren. Er zieht sich ganz schön. Also hat bestimmt, also schätzungsweise, ich weiß es nicht, aber 5-6 Kilometer waren das bestimmt jetzt. Also ein schöner Anstieg, glaube ich auch nicht so steil. Steht da hinter mir der LKW. Sacredi. Nicht so steil, 14% hat es mal gehabt irgendwo, aber ansonsten sah das jetzt nicht steil aus. Ne? Schlängelt sich hier hoch und irgendwo dann hier hinter die Kuppe. Was heißt das? Bitte übersetzen, schreibt es mir in die Kommentare. Un vero pirata non muore mai club Marco Pantani Borello. Da gibt es wohl irgendeinen Club. Gedächtnisclub, Fahrradclub, whatever. Also hier in Bora geht der Anstieg los, also ein Stück weiter hinten dann. Ja. Und hat aber nichts mit Bora Hansgrohe zu tun. Ja, ich weiß nicht, was Komoot hier wieder vorhat mit mir. Ich habe mir das nicht so ausgesucht. Ich habe Rennrad eingestellt und lande auf so einer Piste jetzt hier. Laut Höhenprofil geht es jetzt hier erstmal ein Stück hoch. Ich hoffe, das ändert sich dann noch vom Untergrund her, aber ich vermute es fast nicht. Na gut. Da müssen wir halt wieder mal durch. Ich hoffe, ich kriege keinen Platten, weil dann schaut es schlechter aus.
Ja klar, rennradtauglich. Geht schon alles irgendwie. Hier sprinten die Salamander durch die Gegend. Ah. Na gut. Das allerletzte echt. Was denkt sich Komo dabei? Kann doch nicht wahr sein. Scheiße, es wird immer steiler. Es hört nicht auf hier. Oh Mann, umkehren ist jetzt auch keine Option mehr. Jetzt bin ich schon zu weit. Oh, shit. Komoot, vielen Dank für diese außerordentlich abenteuerliche Route und für diesen Streckenvorschlag. Es hätte nicht sein müssen. Ich wäre auch gerne Straße gefahren, aber so lernt man mal neue Ecken kennen. Vielen Dank und macht weiter so. Da oben fährt ein Auto. Ich hoffe, da ist eine Straße jetzt dann. Aber erstmal muss ich da noch hoch. Sensationell. Oh, Frankenpedale auf Abwägen. Ausgerechnet heute, wo ich meine Karabinerhaken vergessen habe. Boah, shit. Hey, schaut's aus wie im thailändischen Dschungel. Oh, sehe ich da etwa Teer? Sehe ich da etwa Teer? Eine Fata Morgana. Das ist Teer, Asphalt. Asphalt. Die Via Stornite, die wird storniert in meiner Planung. In eurer auch. Fahrt niemals die Via Stornite, zumindest nicht mit dem Rennrad. Unfassbar. Von ganz da drunten, da kam der Frankenpedaleur her. Ich muss euch sagen, es spaßte nicht wirklich sehr. Endlich mal eine gescheit geteerte Straße. Das ist einfach die Rennradgegend. Unglaublich, schaut euch das an. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Ich bin sowas von zusammengestochen hier von Moskitos. Das ist Wahnsinn, die sind so aggressiv hier. Also in Thailand war es ja schon schlimm, aber lang nicht so wie hier. Ich sitze hier irgendwo 1-2 Minuten, da habe ich sofort 3 Stiche. Und jetzt vorhin diese Kletterpartie zu Fuß, die hat mir dann den Rest gegeben. Das war ein Festmahl für die. Da ist alles Mögliche um mich herum geschwirrt und hat sich an mich gehängt und angedockt und sich den Wanz vollgeschlagen mit meinem Blut. Wahnsinn. Bin ich froh, wenn ich wieder in Deutschland bin. Da habe ich wieder Kälte. Keine Viecher.
bin wieder in Bertinoro, da war ich erst, wie ich die Tour Cesena-Ravenna gefahren bin. Das war das mit diesem verschlossenen Castello oben und wo ich die Penne gegessen habe. Ich muss feststellen, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich habe auch jetzt erst nach 80 Kilometer die ersten Schlucks vom Zuckerwasser genommen. Vielleicht hätte ich das eher machen sollen, dann würde mir auch das Plural von Schluck einfallen. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Es brechen jetzt die letzten 40 Kilometer an, was gleichbedeutend ist mit dem Ende meiner Reise hier, da ich morgen wieder zurückfahre. Morgen ist Freitag, heute Donnerstag logischerweise. Und es ist meine letzte Tour hier in der Emilia Romagna. Und hier ist nochmal ein Blick ins Tal. Und das bedeutet, Frank Peterle verabschiedet sich jetzt schon mal. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam mit all meinen Eskapaden wieder, die unplanmäßig stattfanden. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wo das sein wird, weiß ich auch noch nicht, aber es wird kommen. Bis dahin, ciao, ciao. Noch ein kleines Fazit am Ende als Abschluss von der ganzen Tour. Negativ ist mir aufgefallen, die schlechten Straßen, überall beschissen. Also da muss man echt immer Obacht geben, auch in den Abfahrten. Was auch beschissen ist, ist das Fahrverhalten der Autofahrer. Die überholen sehr knapp. Also wenn man hier nicht die Linie hält und nochmal einen Schlenker nach links macht, dann kann man schon mal irgendwie den Außenspiegel berühren. Also da muss man echt immer alle Sinne beieinander haben und gucken, dass man da nicht irgendwo im Graben landet. Vor allem, die haben auch schmale Straßen hier, also gerade die Überlandstraßen, die sind nicht sehr breit und die quetschen sich einfach an dir vorbei. Also, außer du machst dich wirklich breit und fährst fast in der Mitte. Aber gut, es zieht dann natürlich diversen Ärger nach und ist vielleicht auch nicht so vorteilhaft. Das Positive ist natürlich die Landschaft, die geilen Hügel, die geilen Berge, das Essen, die Leute und natürlich das Wetter. Und ja, zu den Straßen muss man echt noch sagen, als ich in Thailand war, da waren die Straßen top, also die waren bei weitem besser wie hier. Und ja gut, das muss man also mit einkalkulieren. Jeder, der hier mal her will, nehmt ein paar Satz Reifen mit, ein paar Mäntel, ein paar Schläuche, ein Flickzeug. Ich denke mal, ihr werdet es unbedingt brauchen. Aber es lohnt sich trotzdem, hierher zu kommen. Gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.